L'Homme Machine. Einige Ansichten zum mechanischen Menschen, vorgetragen von Julien Offray de la Métrie am 28. Februar 1748 im Schloss Sanssouci in Anwesenheit seiner Majestät des Königs in Preußen. Santé. Sire, rien de plus facile que de prouver un système. Nichts ist leichter, als ein System zu beweisen. So verbreitet doch die Sinnenlust auch ist, so verschafft sie uns doch nur kurzes Vergnügen. Und es braucht einige Zeit, sie erneut zu entfachen. Wie zuverlässiger sind aber die geistigen Freuden. Von allen Reizen der Natur ist der stärkste doch die Philosophie. De toutes les attractions de la nature, la plus forte est celle de la philosophie. Sire, quel plaisir d'être philosophe. Ich bin Arzt, Naturwissenschaftler, Philosoph. Ich habe beim Sezieren die Seele nicht gefunden. Ich denke mir daher den Menschen als Maschine. Diese Überzeugung hat mich mein Vaterland gekostet. Ich bin vor den Jesuiten durch halb Europa geflüchtet. Ich heiße La Métrie.
Alle lebenswichtigen Funktionen werden durch die Tätigkeit der menschlichen Maschine ausgeübt. Dieses Prinzip hat seinen Locus im Gehirn, von wo es seine Kontrolle auf den ganzen Körper ausdehnt. Die Seele, L'âme, Seele. L'âme n'est donc qu'un vain terme. Nein, nein. L'homme est une machine. L'homme est une machine. L'homme est une machine. L'homme est une machine. Si composé qu'il est impossible de s'en faire une idée claire. Boing, 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 boing. Warum? Warum weckt der Anblick einer schönen Frau beim Manne sonderbare Bewegungen und Begierden? Kommt das, was in den Organen vorgeht, von der Natur dieser Organe selbst her? Wie aber vollzieht sich das, wenn nicht durch den Aufruhr der Säfte, die mit wahnwitziger Vitesse dahinjagen und die Hohlkörper schwellen lassen? Ich nehme an, dass der weibliche Samen bei der Zeugung überflüssig ist. Die Anordnung der Teile wäre also seit aller Ewigkeit im Keime des Mannes angelegt. Das ist ungefähr alles, was wir über die Zeugung wissen. Das geht über das Fassungsvermögen der vortrefflichsten Beobachter. Die können über die Mechanik der Zeugung ebenso wenig urteilen wie ein Maulwurf über den Weg, den ein Hirsch zurücklegen kann. Sire, le corps humain est une machine. Le corps humain est une machine. Le corps humain est une machine qui monte elle-même ses ressorts. Man möchte manchmal sagen, die Seele wohne im Magen. Denn der Körper ist eine Uhr und der Uhrmacher ist der Speisesaft. Der Speisesaft. Der Speisesaft. Wenn der Speisesaft in das Blut gelangt, so geht die Sorge der Maschine dahin, aus dem Speisesaft eine Art Fieber zu erzeugen, das die Chemiker, die immer nur an ihre Öfen denken, für eine Gärung halten. Wie wirksam ist doch ein gutes Mahl, doch macht schwere Nahrung den Geist stumpf und schwerfällig. Es gibt da einen Richter, wehe, wehe dem Unglücklichen auf der Anklagebank, wenn der Amtmann zu reichlich gegessen hat.
Er ist dann imstande, den Unschuldigen ebenso hängen zu lassen wie den Schuldigen. Ja, die Gefräßigkeit, la Bulimie. La Bulimie peut éteindre tout sentiment. Ich nehme allerdings an, dass die Wilde von Châlons unter ihrem Verbrechen gelitten hat, wenn es wahr ist, dass sie ihre Schwester aufgefressen hat. Ou cette femme, die ihren Mann auffraß. Und die Tochter des kannibalischen Marodeurs, die mit 12 Jahren Menschenfresserin wurde. Ganz zu schweigen von den vielen Beispielen, von denen unsere Zeitungen so voll sind. La sobriété, c'est la source de toutes les vertus. Die Mäßigkeit ist die Quelle aller Tugend. Ich habe das Glück, einen königlichen Gönner gefunden zu haben, der auch meine Sprache spricht, besser als seine Muttersprache, die für die Darlegung philosophischer Gedanken im Übrigen ungeeignet ist, weil zu stumpf. Der erste Nutzen der Wissenschaft besteht darin, sie zu pflegen. Zum Beispiel: Ein Mathematiker hat gelernt, die schwierigsten Beweise zu führen, wie ein Affe gelernt hat, auf einem gelehrigen Hund zu reiten. Alles Wissen, das den Gehirnballon der Pedanten aufbläht, le ballon du cerveau de notre pédant, ist nur ein wüster Haufen de mots et de figures, von Worten und Figuren. Was den Pedanten fehlt, ist die richtige Mechanik des Denkens. Ha! Science rare à la vérité, surtout chez des savants. Bei dem menschlichen Gehirn haben wir es mit einer vortrefflich eingerichteten Maschine zu tun. Es hat einige Räder und Triebfedern mehr als bei den Tieren. Das größte Gehirn
im Verhältnis zu seiner Masse hat der Mensch. Es folgen der Affe, der Biber, der Elefant, der Hund, die Schabe, das Perlhuhn, der Bischof von Saint-Malo, der Kakerlak, die Filzlaus. Que plus les animaux sont farouches, moins ils sont du cerveau. Je bösartiger die Tiere, umso weniger Gehirn. Manche Tiere lernen sprechen und singen. Wir kannten eine Saatkrähe, die sang ein ganzes Hochamt. Nicht so der Affe. Warum aber sollte die Erziehung des Affen unmöglich sein? Man könnte ihn sprechen lehren und er wäre ein vollkommener Mensch. Wie man sieht, ist nicht so einfach wie die Mechanik der Erziehung. Ein Affe, dem man die Astronomie beigebracht hat, könnte ohne Schwierigkeiten eine Sonnenfinsternis vorhersagen. Rien de si simple que la mécanique de l'éducation. Der Künstler Vaucanson musste bei der Konstruktion seines Flötenspielers mehr Können aufbieten als bei seiner Ente. Wie viel mehr müsste er für einen Sprecher aufbieten? Eine solche Maschine ist heute schon als möglich anzusehen, wie vielleicht auch Denkmaschinen einmal möglich sein werden. Um irrtümliches Denken zu vermeiden, muss man allerdings seine Mechanik verstehen. Die Räder und Triebfedern des Gehirns müssen im rechten Maß laufen. Stören schlechtgärige Säfte, welche kommen aus Unzufriedenheit und Nörgelei, so entstehen Missgang und Irrtum. Siehe, nur wenn man die Mechanik des Denkens versteht, kann man es vor Irrtümern bewahren. Wie nützlich wäre es, könnte man ein einheitliches Denken einführen? Es gäbe keine Missverständnisse mehr, die allein der Grund sind für Zank und Streit. Man muss also zuvörderst die Sprache regulieren. Eine Maschine sein, denken, viel von wenig unterscheiden können, heiß von kalt, blau von gelb. Das ist der Mensch. Denn Seele ist nur ein Bewegungsprinzip. L'âme n'est un principe de mouvement. Hol, Kuf, Hisch, Null, Sast. Maschine, Maschine. Maschine, Maschine.
Gewissensbisse sind der Materie fremd. Toutes les oreilles sont mathématiquement faites. Le poids de l'univers. Der Grund für das Dasein des Menschen ist seine Existenz. L'âme est un principe de mouvement. Denken ist eine Eigenschaft der Materie wie Elektrizität. La jaunisse vous surprend. Die Gelbsucht setzt sie in Erstaunen. Qui a parlé le premier? Et les clercs m'ont démontré que la matière se meut elle-même. Alle Ohren sind mathematisch gebaut, dass sie alle demselben Zweck dienen, dem Hören. Das Auge sieht nur deshalb, weil es den entsprechenden Bau hat. Das Gewicht des Weltalls kann einen wahren Atheisten nicht erschüttern. Ich schreibe ein neues Buch. Es soll heißen Der Pflanzenmensch. Denn die Ähnlichkeiten in der Natur sind so groß, dass man die Analogie zwischen dem Menschen und der Pflanze zu ahnen beginnt. Sehen Sie sich den Vogel auf dem Zweig an. Er scheint immer bereit, davon zu fliegen.